4Wheel24 SolidWorks, ein Industriestandard für die Gestaltung von Fahrzeugen. Nicht ganz billig, die Software, aber die Profis, die verwenden die, oder? Die Profis verwenden die alle. Auch im Mittelstand ist es eine ganz geläufige Software für Konstruktion und auch Ausleitung von Bauteilen. Wir haben hier insgesamt SolidWorks 4 Arbeitsplätze bei 4Wheel24. Unter anderem nutzen wir das nicht nur für die Konstruktion von Zwischenrämen, also nicht nur für den Fahrzeugbau, sondern wir nutzen es auch mittlerweile für den Möbelbau, für die Entwicklung unserer Innenausbauten, sodass wir einen Standard sich da durchgesetzt hat. Das wollen wir auch so beibehalten. Ne? Ja, das Thema Ausleiten werden uns die Kollegen gleich mal zeigen. Wir haben 2. Das wird ein teurer Drehtag heute. Wir haben 2 Mitarbeiter von der Arbeit abgehalten. Was hast du gelernt? Ich habe technischer Zeichner gelernt. Und der Name? Ja. Tristan. Tristan. So, und die kennen wir ja noch. Ja. Jetzt weiß ich gerade, wie du heißt. Du bist die Nina, genau. So, Nina, du bist Schreinermeisterin und du machst den Innenausbau mit SolidWorks schon? Ja, genau, auch mit SolidWorks. Ja. Hast du vorher noch nicht mit SolidWorks gearbeitet, oder? Vorher nicht, aber man fuchst sich da relativ schnell rein. Das ist so ein bisschen wie Word und Excel, wenn man das noch nie gemacht hat, dann irgendwann nach einer Woche. Ja, dauert ein bisschen länger, bis man dann ordentlich auf Tempo zeichnen kann, aber wird schon. Habt ihr Shortcuts auch im Programm? Das heißt, dass du also Sachen automatisieren kannst? Oder gibt es sowas nicht? Also erste Sachen haben wir schon angelegt. Wir sind jetzt auch dabei, die Software nochmal zu optimieren. Und da kommt ein Softwareaufsatz im Laufe des Jahres, mit dem wir die Möbel dann auch noch schneller und optimaler planen können, um sie für die CNC-Bearbeitung vorzubereiten. Ja, ausleiten, das hat die Nina gestern den ganzen Tag gesagt. Heißt, du kannst Daten exportieren. Du hast das ja schon mal gemacht mit dem Plasmaschneider. Genau. Im Endeffekt ist das was Ähnliches, nur dass wir bei der Holzbearbeitungsmaschine natürlich mehr wie eine oder mehr wie 2 Achsen haben. Wir haben dann 4,5 Achsen. 4,5 Achsen? Mit der wir auf der Holzmaschine bearbeiten. Ich habe gehört, wir kriegen nur eine 3-Achser. Ja, die kann man ja aufstocken mit verschiedenen Aufsätzen dann noch. Dass man horizontal mit Winkel... Genau, die Maschine selber hat 3 Achsen und kann dann über die Winkelgetriebe die 1,5 Achsen zusätzlich bearbeiten. Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat, aber 3 Achsen heißt quasi, er geht XY, also von links nach rechts und kann von oben nach unten. Genau. Und dann, was ist die 3. Achse? Der Winkel. Du hast dann praktisch als Werkzeug, normalen Werkzeug, was gerade fährt, nur in eine Richtung und mit dem Winkelgetriebe kannst du nochmal die nächste Achse bearbeiten. Ne? Du kannst aber nicht in Hohlräume reinfräsen, oder? In den Hohlraum reinfräsen ist immer schwierig. Ja. Nee, wenn du einen Hohlraum erzeugen möchtest, sage ich jetzt mal. Auch das ist nicht möglich, weil irgendwo muss ja ein Eingang da sein. Ein 3D, achso, Hohlraum, ach, ihr seid so genau. Du hast ja gewusst, was ich meine. Nö, ich weiß nicht. Lässt mich hier voll auflaufen. Ja, muss ja auch mal sein, oder? Das ist geil, ja, der habe ich voll verarscht jetzt. Aber ich habe ja keine, man muss sagen, ihr habt ja viel mit Leuten zu tun, die, ich sag mal, sich das auch angeeignet haben. Ihr habt das ja richtig gelernt. Alle Fachbegriffe, die Terminologie ist für mich vollkommen neu. Ausleiten, extrudieren, hast du gerade eben gesagt gestern. Also da merkt man, dass die deutsche Sprache doch, ich glaube, 500.000 Wörter hat, die alle hier zum Einsatz kommen. Vielleicht fangen wir mal beim Basic an. Wo kriegst du denn die Daten von dem Fahrgestell her? Die kriegen wir direkt bei den Fahrzeugherstellern, also in dem Fall, was man hier jetzt sieht, bei Mercedes. Das ist quasi ein Arox 1835, steht auch unten bei uns auf dem Hof. Da kriegen wir quasi über die Auftragsnummern oder die Fahrgestellnummern kriegen wir 3D-Daten von den Außenkonturen. Also wir sehen nicht, was innen drin ist, aber wir sehen, wo für uns die Störkonturen sind, an denen wir arbeiten müssen. Oh, Störkonturen. Das heißt, du kannst die Kabine, die Halterung, den Rahmen, du kannst alles damit planen? Ja. Genau. Wie tief kannst du mich jetzt mal reinführen? Kannst du mal zeigen, was... Also hier im Fahrzeug sieht man quasi, wir können die Kabine ja mal kurz rausnehmen. So, da haben wir dann auch schon den Zwischenrahmen draufgesetzt. Hier sehen wir quasi alles, was uns stört. Was wir jetzt zum Beispiel nicht haben, sind der Motor, das Getriebe. Wir sehen wirklich nur die Konturen, die für die Planung relevant sind, um eben den Aufbau zu machen. Das ist vorrangig der Rahmen, auf dem wir aufliegen, der bei den neuen Fahrgestellen ja immer gekröpft ist. Was heißt das, gekröpft? Gekröpft heißt quasi, dass er hinten schmäler ist wie vorne, weil vorne braucht der Platz gebraucht für den Motor. Aber für die Stabilität reicht hinten eben das Schmalere, um somit dann auch mehr Platz für Tankanlagen und Sonstiges zu gewährleisten. Und das war früher nicht so? Die waren durchgehend? Die alten Rahmen waren durchgehend, weil man noch nicht die Möglichkeiten hatte, so zu simulieren, wie man es heute kann. Da hat man dann lieber ein bisschen mehr auf Sicherheit gebaut und mal das Schätzeisen hingehalten und gesagt, so kann man es machen. Und heutzutage ist es natürlich mit den neuen Technologien alles viel
detaillierter zu berechnen, was man an Stabilität braucht und wie man die erreicht. Achso, du kannst mit dem Programm auch die Statik berechnen? Ja. Sag mal, hier unten, das ist ein Element, das habe ich schon öfter gesehen. Wie habt ihr denn früher geplant? Oder seitdem du da bist, macht ihr das alles mit SolidWorks? Oder habt ihr schon mal... Alles, seitdem ich hier bin mit SolidWorks. Vorher gab es auch immer mal drauflegen und drauf losbauen. Das waren so die Anfänge von Vogel 24. Also das heißt, es gibt da immer oftmals auch noch den Befehl, machen wir jetzt Manufakturstyle. Also das heißt, messen, Zettelchen raus, kleine Handskizze machen und Feuer frei. Ist natürlich jetzt... meilenweite Unterschiede, weil wir jetzt schon aufgrund dieser Planungsgrundlage nahezu 100% erreichen, würde ich mal sagen. Es gibt immer noch so kleinere Toleranz. Was heißt 100% Toleranz? 100% heißt, dass das tatsächlich so, wenn wir jetzt auch aus der Planung Sachen schon ausleiten, um den Begriff nochmal zu verwenden, dass du das eins tatsächlich so verwenden kannst und selten nochmal an eine Nacharbeitung ran musst, weil einfach die Toleranzen optimal sind. Wie genau ist der Mercedes-Benz im Real Life? Die halten sich komplett an die vorgegebenen Parameter aus den DIN-Normen. Also wir haben bei 50 mm Länge haben wir 0,05 bis 0,1 mm Toleranz. Sag das nochmal. Wie viel? Bei 50 mm Länge, 5 cm. 5 cm, haben wir ein Zehntel Millimeter maximale Toleranz. Okay, das ist gut. Ja, das ist Maschinenstandard. Okay, das ist Standard. Wir reden ja hier von deutschen Normen. Im Selbstausbaubereich ist das alles nicht so millimetergenau oft, was wir sehen. Bei euch ist das so. Das heißt, also ihr könnt wirklich die Kabine auf einen Millimeter genau ausbauen. Ja, okay. Also wir messen zur Sicherheit immer noch mal nach, weil natürlich immer irgendwo auch mal was passieren kann. Aber im Normalfall kommen unsere Kabinen innerhalb der Normtoleranzen und dementsprechend können wir auch genauso bauen. Das GfK, was hat das für eine Toleranz? Oder ist es auch genormt? Das ist auch genormt. Wir haben auf den Kabinenlängen irgendwas zwischen 3 bis 5 Millimetern, also bei 5 Meter Länge 3 bis 5 Millimeter. Das GfK. Bei 5 Meter Länge 3 bis 5 Millimeter. Ja. Einen halben Zentimeter maximal. Ja. Das ist gut? Ja. Das ist sehr gut. Es ist ja auch so, dass GfK oder Kunststoffe generell ein anderes Verhalten haben bei der Bearbeitung wie Metall und dadurch auch größere Toleranzen zulässig sind. Ist Auslängung, dass es länger wird, wenn es warm wird, ein Thema auf der Länge? Nein. Nee. Okay, also eher im Brückenbau, oder? Ja, okay. Also Metall ist dann natürlich auch nochmal ganz anders vom Verhalten wie jetzt GfK, aber auch auf unseren 4,70 Meter ist der Längenausdehnungskoeffizient, der dann damit reinspielt, nicht so erheblich, dass wir Probleme kriegen. Ja, du bist jetzt quasi Tobi Teichmann 2.0. Muss man das, ich sag mal, wollen, dass man so arbeitet bis zu eine neue Generation? Oder sind das so die alten Hasen, die sagen auch, ey super, dann die Teile passen endlich mal? Oder? Nö, es ist auch also sowohl die Alten wie auch die Jungen können beides bei uns. Also wir sind da komplett flexibel, wie es halt gerade benötigt wird. Natürlich bin ich jemand, der gerne vorausplant, weil einfach dadurch die Abläufe schneller werden. Also es ist einfach eine Geschwindigkeitssache. Elektrik planst du auch schon mit, oder? Bei der Elektrik haben wir Vorgaben, wie wir bauen und lassen die Räume dementsprechend frei. Okay, Kabelkanäle quasi. Genau. So, okay. Das gleiche gilt dann wahrscheinlich für Sanitär und so weiter? Genau, also wir haben gewisse Bauräume, die sind mit unserem Innenausbau abgesprochen. Die lassen wir frei und in den Parametern bewegt sich das dann, muss natürlich auch immer ein bisschen geguckt werden. Dadurch, dass wir ja individuelle Ausbauten machen, kann man da nicht von der Stange sagen, es ist immer genau so, sondern es gibt halt Parameter und an die halten wir uns dann. Kannst du die Kabine nochmal raufsetzen? Du hast eine vorbereitet, glaube ich, mit Möbeln, dass wir da mal reinschauen können, dass die Nina auch mal was sagen kann. Aber ich bin schon ganz, ganz beeindruckt. Ich habe aus Spaß zu Nina gesagt, ja, habe ich gesehen im Europapark, so eine 3D-Brille, kannst dich reinbegeben, kannst dich im Auto umgucken, das ginge auch, oder mit SolidWorks? Das würde mit SolidWorks auch gehen, es ist dann quasi ein Visualisierungsansatz. Kann man machen, ist bei den Brillen nur immer ein bisschen die Problematik, diese engen Räume genauer darzustellen, ohne dass es Verzerrungen gibt. Das ist ja das, was die meisten eigentlich kennen von den 360-Grad-Kameras und Ähnlichem, dass dann sehr große Verzerrungen auftreten. Ja, das ist vielleicht noch nicht so stimmt. Jetzt gibt es ja so Software auch von IKEA. Also habe ich gehört, gibt es da so einen Raumplaner. Das ist eigentlich nichts anderes wie hier, bloß sehr genau. Industriestandard, du kannst alles importieren. Wenn jemand mit IKEA zeichnet, ist das schon mal nicht schlecht, wenn er sagt, also er will sich mal ein Bild machen, wie sieht das aus, nimmt die Kabine so mit, das ist besser wie nichts, oder? Ja, das definitiv. Es ist so, wir haben beim Kundenklientel eigentlich alles von einem Schmierzettel über die Excel-Tabelle
aus dem Wohnmobil-Selbstausbaubuch bis hin zum voll detaillierten Zeichnungen, die wir eigentlich fast schon 1:1 übernehmen können, hatten wir wirklich schon alles. Dein Tipp, wenn jemand daran geht, mit welcher Software sollte er oder was soll die können, also damit man die ausleiten kann, die Daten? Also am besten ist immer eine volle CAD-Software. Also es gibt viele, die benutzen dann dieses Google SketchUp, was eigentlich mehr ein Visualisierungsprogramm ist, wo dann die Körper anders dargestellt werden, was zu messen und alles immer ein bisschen problematisch ist. Besser so auf dem freien Markt ist zum Beispiel Autodesk Fusion. Autodesk Fusion, ist das kostenfrei? Oder? Das ist als Privatnutzer das erste Jahr kostenfrei. Ein Jahr lang? Ein Jahr lang. Und danach auch für einen schmalen Taler noch weiter zu verwenden. Okay. Autodesk Fusion. Richtig. Gut, super. Brauche ich da außer dem PC noch irgendwie Spezialmäuse oder irgendwelche Geräte oder so? Man kann sich dafür Zubehör noch anschaffen, das ist aber eher so Nutzerempfinden. Ich arbeite zum Beispiel gar nicht mit einer 3D-Maus, weil für mich einfach die Haptik über Maus und Tastatur gewohnheitsmäßig einfach besser ist. Und du? Ich arbeite auch ganz normal mit der Maus. Okay, das ist so eine Standardmaus, das ist so eine ergonomische Maus, habe ich schon gesehen. So, und jetzt gehen wir mal rein. Also da ist jetzt die Kabine. Du kannst die Layer, also diese Ebenen, kannst du ein- und ausschalten, wie du möchtest, oder? Kann ich. Prinzipiell ja. Wir haben jetzt in der Kabine halt noch keinen Vollausbau geplant, weil der Kunde die Kabine selbst ausbaut. Haben aber da mal was vorbereitet. Und dann gehen wir hier mal einfach in die nächste Kabine. Das ist jetzt quasi so mitten in der Entstehungsgeschichte. Also das ist auch der Nina ihr Werk. Hier wandern gerade die ersten Möbel in die Kabine und werden von der Nina da komplett gezeichnet. Kannst du die Schubladen öffnen eigentlich? Nee, das sind jetzt gerade nur Fronten, weil die Schubladen bestellen wir extra. Ja. Es ginge später dann schon. Okay, das heißt, du kannst auch die Statik von den Schubladen berechnen später, das würde auch gehen? Könnte man alles berechnen. Wenn man das Material mit anlegt, kann man auch Gewicht und alles mit ausleiten. Bieten die Hersteller, die haben so Exportlisten, wo du wirklich alles übernehmen kannst, zum Beispiel irgendwelche Schwerlastauszüge oder Schubladen, das kannst du alles importieren? Also Auszüge und Beschläge kann man schon viel sich runterladen von den Seiten und auch mit einfügen. Ist natürlich auch sinnvoll dann am Ende, ob es reinpasst zur Überprüfung. So, jetzt machen wir mal Folgendes, das haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber du bist ja spontan, oder? Ja. So, jetzt haben wir einen Mann, der ist 2,20 Meter groß. Ja. Der braucht eine etwas größere Kabine. Guck mal, hast du gesehen? Das haben wir nicht abgesprochen, Tobi. Nee, ist alles real life. So, real life. Machen mal die Kabine auf, gehen in die Parameter und dann musst du mir nur sagen, wie groß du sie haben willst. Wie hoch ist im Moment? Im Moment hat sie eine Innenhöhe von 2065 mm. Ja. Also beim 2,10 Meter Menschen würden wir dann so irgendwas um die 2,25 Meter machen. Ja. Und zack. Ist die neu gezeichnet. Ist die Kabine neu gezeichnet und ist um 20 cm höher. Mit allem? Ja. Alles angepasst? Nein, die Schränke muss man jetzt noch bereitschieben. Das ist so, dass wir da gerade noch so ein bisschen in der Anpassungsphase sind. Wir werden da zukünftig softwaretechnisch mit dem Aufsatz, den ich schon angesprochen habe, hinkommen, dass automatisch alles auch wandert. Jetzt gerade müssen wir noch ein bisschen Hand anlegen. Das Gewicht ist ja ein Mega-Thema. Kannst du das einpflegen pro Quadratmeter und so weiter? Dass es dir ausrechnet, wie schwer das Ding ist? Ja, wir haben jetzt bei der Kabine weniger, weil zu viele Materialien gemischt sind, weil wir hier nur mit einem Hüllenmodell arbeiten, weil es ansonsten zu aufwendig ist. Hier hat man jetzt gerade den Sprung gesehen, die Kabine macht. Ja. Und ich kann in jedem einzelnen Brett, wenn wir uns hier mal so ein Brett aufmachen, hier ist ja schon ein Material, steht ja hier schon, das kann ich dann auch festlegen und kann dann einfach sagen, wir haben ausnahmsweise kein Aluminium. Wir sind im Holzbereich, wir würden jetzt hier mal eine Buche zum Beispiel nehmen und dann habe ich hier auch alle Parameter, was das Gewicht angeht, die eingetragen werden. Bei den Holzsachen ist meistens nur das Gewicht da. Wenn man jetzt sagt, okay, man hat doch die Aluplatte, dann können wir hier natürlich auch Aluminiumexid wählen und haben dann die Zugfestigkeit, die Druckfestigkeiten, Wärmeausdehnungskoeffizienten, kriegen wir quasi alles an Parametern mitgeliefert. Also die Chinesen werden uns nicht überholen, oder? Die deutsche Genauigkeit. Das mag man sehen, wie man will. Wenn wir schlafen, überholen sie uns. Wenn wir weiter aufpassen und weiter gute Arbeit machen, dann wohl nicht. Aber die haben die gleichen Daten. Das heißt, also die Fachleute in China haben wahrscheinlich auch SolidWorks. Natürlich. Ja. Also auch die asiatischen Märkte haben CAD-Softwaren und die Parameter sind ja einfach nur aus dem Tabellenbuch abgeschrieben.
Ja, und die Maschinen kommen ja oft auch aus China, muss man sagen. Also das ist ein Weltstandard, SolidWorks. Ja, mittlerweile hat sich das ganz gut etabliert. Es ist damals eingeführt worden. Neben anderen CAD-Systemen war damals so ein bisschen der Marktüberschwemmer, weil es günstiger war, weil die damaligen 3D-Programme. Spielt aber mit den Großen auf einem Level mit. Hast du auch einen Alkoven mal da für mich zum Zeigen? Alkoven? Ja, vielleicht zufällig am Rechner. Das sind Fragen, Tobi, oder? Ja, Alkoven ist ja bei uns so ein bisschen, aber du wirst schon wissen, wo wir was haben. Ne? Ich sag nur Fuso Conda. Wir haben da was in Planung, also die Kabine ist noch nicht gezeichnet, sondern es gibt derzeit nur ein Strichmodell, weil das quasi in der Abstimmung mit dem Kunden ist. Wir haben hier ein Fuso Canter mit Doppelkabine, die quasi vom Alkoven überbaut wird. Toll, also das wird jetzt geplant und dann kannst du das eigentlich anpassen mit der Software. Von der Ergonomie des Innenraums, steh mal kurz auf bitte, oder wenn ihr beide mal aufsteht, dann seid mal so lieb. Nee, dann habe ich es ein bisschen komm mal ruhig hier rum. Habe ich es ein bisschen einfacher. Ist das hier Schwarzwald-Idylle hinter dir? Oder das ist die Mühle, die Perspektive in 500 Meter in die Richtung raus. Das ist hier? Das ist hier, ja. Also da hinten irgendwo. Hinten raus und von der anderen Seite dann. 500 Meter aus der anderen Richtung sind wir in Krass. dieses Panorama. Haben wir hier eigentlich arbeiten mit so Ferien-Feeling den ganzen Tag? Ja. Geht. Ja. So. Sag mal, wenn du jetzt so Kunden hast und wichtig ist ja, dass die Leute sich vorstellen können, wie das Raumgefühl ist. Und das ist ja auf einer Software fast unmöglich, oder? Das heißt, Ja, es ist schon schwierig, deswegen machen wir es auch meistens so, dass wenn Neukunden da sind und es in die Innenraumplanung geht, dass wir durch andere Projekte, die schon auf dem Hof sind, wo die Kabine schon da ist, dass wir da mal durchgehen, dass sie einfach mal einen Eindruck gewinnen, wie das dann am Ende so aussieht. Ja, individuell geplant heißt immer teuer. Ja. Das Ziel ist ja, dass es bezahlbar wird. Da bist du jetzt dran, also um Schritte, die normalerweise sehr arbeitsintensiv sind, zu automatisieren. Das Ganze wird dann noch genauer, dadurch, dass zum Beispiel CNC-Maschinen zum Einsatz kommen. Also der Mensch ist ja schon genau, aber das ist sehr genau, oder? Ja, also wenn die CNC dann mal da ist und wir auch den Aufsatz für das Programm noch haben, dann wird das alles schon noch mal genauer. Du bist schon beeindruckt, auch ohne CNC ist es schon gut, aber es geht ja um die Reproduzierbarkeit. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel bei einer bei einer Schublade vorne die Front 70 Mal machen musst, dann muss er die 70 Mal bearbeiten, schneiden und so weiter. Ja, genau. Das ist so. So, und das ist deine große Aufgabe. Wärst du denn auch der Ansprechpartner für die Gestaltung der Innenräume? Ja. Kannst du das am Rechner denn auch den Kunden noch zeigen und so? Also Gestaltung der Innenräume haben wir öfters hier auch Muster dabei, wenn es dann darum geht, wie die Oberflächen aussehen sollen am Ende. Und da sind der Tristan und ich meistens dann in den Kundengesprächen und suchen mit denen gemeinsam Oberflächen aus, auch mal auf größeren Mustern, dass man das mal ein bisschen besser sieht, weil auf dem PC ist es nie so zu 100% dargestellt, wie es dann am Ende aussieht. Ja. Aber insgesamt die Kabine versuchen wir natürlich schon auch farblich anzulegen im CAD-Programm, damit mal ein komplettes Raumfeeling so ein bisschen entsteht. Ja, die Leute, die sich neue Küchen kaufen, die wandern von einem Küchenstudio zum anderen. Jeder macht seine Planung und sein Angebot. Viel Zeit wird verschwendet. Am Schluss wird keine Küche gekauft. Ab wann bekomme ich denn so einen Profi-Beratungsservice? Muss ich da schon einen Vertrag unterschrieben haben oder wie läuft das? Ja, also es ist generell so, die Kunden kommen ja bei uns zum Erstgespräch, da sitzt dann der Tobi oder der Rico bei uns aus dem Vertrieb mit dabei und gehen mit dem Kunden so das Gesamtprojekt durch, tun dann natürlich auch erste Themen zum Innenraum schon mal mit anschneiden, aber die Detailplanung, wo es dann auch in die Bemusterung geht und alles, erfolgt nach Auftragslage. Und bei euch ist ja alles individuell. Das heißt, du kannst wirklich von der Maschine später ein komplett neues Wohnmobil bauen. Glaubst du denn, es wird mal günstiger, wenn ihr euch auf eine kleine Serienfertigung einigt? Also es ist natürlich immer so, dass Serienfertigung Vorteile bietet. Wir sind da auch schon dran, gewisse Sachen in Parameter zu stecken, wo wir sagen, das sind unsere Standards, die können wir übernehmen. Dadurch werden wir jetzt mit den neuen Maschinen im normalen Ausbau auch schon schneller und dadurch kostengünstiger, beziehungsweise können die Kosten so halten, weil das wissen ja alle, wie der Markt gerade sich verhält. Ihr seid ja eh nicht teuer. Also wenn man das vergleicht mit vielen anderen Herstellern, wundert man sich oft, dass man diese individuelle Qualität kriegt zu dem Preis. Also man kriegt ja bei dir für, ich sag mal, wo fängt es denn an? Für 89 haben wir gestern gehabt? 89,9 haben wir gestern gehabt, aber da ist ja noch nichts drin. Ne? Also da Die Leerkabine. Da kann man noch mal eine Matratze für 250 beim
Concorde kaufen und dann kann man schon die erste Ausfahrt fast machen. Mit der Leerkabine. Ne? Aber ich sag mal so, Vollausbauten, auch auf schönen gebrauchten Fahrgestellen, knapp unter 300. Ne? Vollausbau, da ist alles Das heißt, so ungefähr in der Startsequenz. Ne? Basisfahrzeug? Ja, das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Das sind halt Fahrzeuge dann eher aus der Iveco-Linie, so wie wir sie schon hatten. Ne? Iveco 9016 oder auch in der größeren Tonnage 120 23, 120 25. So schöne Klassiker. Ne? Mit dem neuen Fahrgestell ist es natürlich ein bisschen abhängig immer, was das Fahrgestell macht. 100 mehr? Ja, ich denke mal 100 mehr ist realistisch. Wir haben solche Projekte jetzt gerade. Ne? Also das geht, aber ist im Vergleich zum Markt doch noch deutlich, auch mit dem Ansatz, dass der Kunde zur Individualisierung und nach seiner Vorstellung mit beitragen kann. Lieferzeit im Moment? Ja, gute 2 Jahre. Gute 2 Jahre. Aber das ist, es gibt ja Hersteller, die haben 3 Jahre. Ihr wollt die Lieferzeit dringend runterkriegen, weil das ist ja für den Kunden sehr, sehr beängstigend, wenn er schon im älteren Semester ist und will mal schnell eine Weltreise machen und du musst mal 2 Jahre aufs Auto warten. Ja, das ist dann schade, aber im Moment geht es ja nicht anders. Das ist, glaube ich, auch ein Ziel, das so effizient zu machen und so gut, dass die Lieferzeiten ein bisschen schrumpfen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir versuchen schon, das möglichst schnell die Projekte mal umzusetzen. Aber ich sag mal, wenn jemand sich so einen Lebenstraum erfüllt, dann entscheidet er das ja auch nicht von heute auf morgen und dann muss die Planung halt auch zu 100% passen. Und ich könnte wetten, wenn ihr hier 10 vor der Tür hättet, fix und fertig, Kunden habt ihr, die schon mal fragen, habt ihr nicht was ich gleich haben kann, oder? Ja, die Kunden haben wir natürlich. Allerdings ist es da so, dass spätestens, wenn man dann mal in die individuell geplanten Fahrzeuge reingeht... Das dann nicht machen. Wenn er sagt, ja, musst du direkt Stift holen. Aber es ist halt immer die Frage, mit was positioniert man sich auf dem Markt. Ich kann natürlich einen Einheitsbrei verkaufen, dann bin ich der Einheitsbreiverkäufer. Oder ich bin die Fahrzeug-Lebenstraumschmiede, die einem Vollprojekte verkauft, die genau so sind, wie ich das haben will. Also wir hatten letzte Woche auch Kunden da, die waren dann da gestanden, haben sich ihre Planung angeguckt und haben gesagt, ja, das ist genauso, wie wir das wollen. Und wir haben letzte Woche festgestellt, wir bauen eigentlich gerade unser Haus nach. Sie haben in ihrem Haus schon das Richtige gemacht, fühlen sich da wohl und wollen das transferieren auf den Lebensabend. Und dafür sind wir halt bekannt, das können wir. So, jetzt bist du ja ein Mann. Wir hatten gestern das Witzige, dass wir gesagt haben, die Frauen haben oft so ein kleines Händchen für Design. Das muss ja nicht so sein. Männer können das auch ganz gut. Aber wo nimmst du da die Expertise her? Dass du sagst, guckst du viel Internet und wie nennt sich das, Instagram? Also viel findet man auf jeden Fall auf Pinterest. Also Pinterest, ja. Für die Leute, die selbst ausbauen wollen. Also ruhig mitbringen, so Pinterest-Fotos. Also, gerne. Also je mehr ich von den Kunden bekomme, desto genauer weiß ich natürlich auch, was der Kunde will. Also klar ist auch wichtig, dass der Kunde ein bisschen flexibel bleibt, so mit den Maßen und alles, dass es halt auch am Ende reinpasst. Aber gerade von den Oberflächen und was für eine Designrichtung das gehen soll, ist natürlich super, wenn... Also ruhig Pinterest, also wie beim Möbelkauf, bei dem Außendekor ist es ja ganz wichtig, man kann unglaublich viel machen über die Außengestaltung. Man kann das sehr, sehr aggressiv machen, man kann es sehr freundlich machen, man kann die Farben wählen. Das kann man alles ja auch nochmal nachfolieren. Also wenn der Kunde sagt, okay, ist Folierung möglich auf dem GfK, geht das? Ja, also es ist ja generell so, wenn man sich hier im Raum jetzt auch schon umguckt, gerade hinter dir haben wir ein Auto stehen, das ist vollfoliert, die Kabine, hier auf dem Bild. Bist du weit gelaufen? Ja, da vorne ist auch einer vollfoliert, der kleine. So. Der ist nicht aus GfK, der hier ist aus GfK. Das ist eine GfK-Kabine, die ist vollfoliert, unten drunter die Lackierung. Also wir lackieren die Kabinen trotzdem, einfach auch aus einem besseren Lack, wegen Strukturschäden, um die noch zu vermindern, wenn mal irgendwas sein sollte. Aber ansonsten die Folierung halten. Man sollte sich da halt an jemanden wenden, der das gut kann. Wir haben dafür aber auch hier im Haus direkt jemanden sitzen, mit dem wir das sehr gerne zusammenarbeiten, der bisher immer super Arbeit abgeliefert hat. Ihr habt ja Echtglasfenster, das heißt, die dürfen auch foliert werden. Das ist ja auch bei Kunststoff sehr unangenehm, wenn die wieder abgezogen werden und das Fenster ist kaputt. Das ist wirklich so passiert, ja. Die arbeiten irgendwie miteinander, die Chemie und die Leute ziehen die runter und ist so. Oberfläche stumpf, ja. Durch die Lösungsmittel auch noch, die im Klebstoff ist es normal, ja. So, also, wenn ihr sowas mal planen wollt, das Fahrgestell spielt für dich keine Rolle, oder? Ihr kommt mit dem, was ihr habt und wir machen dann was Geiles draus. Oder der Kunde sagt, ich habe nichts und will das haben. So, jetzt gehen wir mal auf das Thema Oberflächen. Nina hat ein bisschen was vorbereitet. Du kommst ja aus dem Schreinerhandwerk und was sieht man hier? Also wir haben hier unsere Standard Queenply Leichtbauplatten. Das sind so die wir fertig beschichtet vom Hersteller bekommen. Ich zeig das mal. Die heißen Queenply. Ist das ein Hersteller?
Nee, der Hersteller, das sind vom Plattenladen. Aber so nennt sich die Platte. Das sind, Ist sie gut, Plattenladen, das Zeug? ja, also das Zeug hier auf jeden Fall ist super. Das ist super leicht. Und Mal blöde Frage, kommt das so fertig mit dem Furnier schon drauf? Oder? ja, also die Muster, die hier liegen, können wir genauso in groß von denen beziehen. Ihr furniert die selber dann noch oder kommen die so? Die kommen so und das Einzige, was wir hier machen, ist die Oberflächenbehandlung. Das haben wir hier bei den Echtholzfurnieren nochmal halbflächig geölt, damit man nochmal sieht, wie der Unterschied am Ende dann ist. Ölen, wie oft ölt man die im Leben? Also wir ölen sie hier vor Ort 2 oder 3 Mal. Das muss man immer gucken, wie es dann am Ende rauskommt. Aber kann man jederzeit nachölen, anschleifen, neu ölen. Das ist bei geölten Flächen gar kein Problem. Wichtig ist ja das Gewicht. Was haben wir hier für ein Gewicht pro Quadratmeter? Boah, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Steht das bei denen auf der Seite wahrscheinlich? Müsste ich auch online gucken. Aber die sind leicht. Sie sind sehr leicht. Sie sind leichter wie die Pappelplatten, die ihr sonst immer Leichter als Pappel? Ja. Okay. Es ist leichter. Warte mal, ich nehme mal. Boah, die wiegen ja gar nichts. Gar nichts, ja. Aber durch die Mehrfachverklebung stabiler wie die Pappelplatte. Also stabiler und leichter, aber wahrscheinlich nicht billiger, oder? Nee, das jetzt nicht, aber dadurch, dass wir die fertig beschichtet beziehen können von denen, ist es natürlich für den Kunden dann am Ende günstiger, weil weniger Arbeitsstunden anfallen für uns. So, sag mal, das heißt, ich habe Echtholzoberflächen. Genau, also die sind total unterschiedlich. Die haben hier ein paar mit Echthölzern, das ist echtes Furnier. Und dann aber auch so beschichtete, also standardmäßig die Korpusse bauen wir ja aus den weißen Platten, die kriegen wir auch von denen. Ist das HPL hier? Das ist alles HPL beschichtet. So, klär mich mal auf HPL. Was heißt das übersetzt, HPL? Okay. Hart? High Pressure. Pressure Laminate, glaube ich. Also hoch verdichtetes Laminat. Das ist kratzfest, das ist wärmeunempfindlich. Also ich glaube, da darfst du nur keinen Topf mit 500 Grad draufstellen, aber warme Töpfe machen dem nichts, oder? Nee, es macht dem eigentlich gar nichts. Also ich finde jetzt gerade für Wohnmobil und so ist es total praktisch, weil es ein Allrounder ist. Und die Farbe verändert sich nicht, das habe ich gehört. Ja. Also das zum Beispiel hier das Orange, auch wenn da die Sonne drauf scheint den ganzen Tag, bleibt so. Gell? Das ist lichtunempfindlich. Also HPL ist schon ein sehr guter Schichtstoff, wenn man es robust haben will. So, die Farben, da kann man ja viel machen. Ja. Man könnte ja auch innen folieren. Ihr habt ja viel gerade Flächen. Wenn einer sagt, er möchte gerne Akzente setzen, dass man einfach mal innen einfach mal ein paar Flächen macht. Nicht, dass der kommt in 4 Wochen und sagt, gefällt mir nicht mehr, da kann man es wieder abziehen. Da habe ich gesehen, von 3M gibt es Möbelfolien, High-End. Hast du die schon gesehen? Die habe ich noch nicht gesehen. Oh, das ist so sensationell. Also ja, ist ganz neu, seit 2 Jahren. Die trägst du auf und die kannst du aufziehen und du siehst es nicht. Es ist wirklich ja, so gut, wenn das geht. Ja, es geht. Also ich sage immer so den Leuten, Akzente setzen machen ja viele auch mit Kissen zum Beispiel oder mit Stoffen an der Wand. Das kann man ja zum Beispiel auch machen. Habt ihr das mal realisiert, Stoffe an der Wand, die man anklipst? Wir hatten, glaube ich, wir schon mal. Mit einem Akustikfilz, komplett. Ne? Also das ist jetzt sowas, was nochmal so... Und wir haben auch bei der Frieda MB-Tex verbaut. Ne? Also das heißt, die Wände mit so einem klassischen Bezugsstoff. MB-Tex? Genau. Ja. Taxi? Ja, so im Prinzip wie die alten Fahrzeughimmel. Und das ist ja mittlerweile auch teilweise ein Recyclingprodukt, was aus PET-Flaschen hergestellt wird. Hat eine gute Haptik, lässt sich extrem leicht reinigen und gibt halt auch nochmal so ein bisschen eine Dämmung und ein besseres Wohlgefühl, gerade wenn es im Schlafbereich verbaut wird. Ne? Aber was ist das hier, die Platten? Das haben wir tatsächlich gestern schon in der Einwohnkabine gesehen. Ach, die Schiefer? Das ist echt Schiefer. So dünn? Ja, da sieht man es mal, das ist echt Schieferfurnier. Im Prinzip ähnlich wie bei dem Holz auch. Und das gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten und Oberflächen. Funktioniert teilweise sogar als Bodenbelag. Aber das bricht nicht. Nee, das kannst du auch ziehen, ne? Dadurch, dass es hier auf der Rückseite auch mit Kunststoff ist. Das ist echt Schiefer, was nicht bricht. Schiefer, ja. Kann man das in der Dusche machen? Ja, wir haben es ja gestern in dem Auto gesehen. Da war es in der Dusche. Ah, stimmt, die Rückseite von der Dusche war. Das Band war damit ja auch verkleidet. Und wir sind jetzt momentan auch dran, weil wir persönlich das auch sehr schön finden. Die Struktur ist nicht kopiert. Wenn ich so eine Platte habe, ist die Struktur immer anders, immer ein Unikat. Ja, komplett. Das entsteht so, dass im Produktionsprozess auf eine Steinplatte laminiert wird, also auch hier mit einem Harz, mit einem GFK-artigen Laminat aufgezogen wird und durch den Abzug löst man also Teile aus dem Stein ab und dann hast du diese Oberflächen. Bögen gehen auch, leichte Bögen.
leichte Bögen gehen auch, also das Material lässt sich ganz gut bewegen. Ne? Man könnte das auch über eine Rundung ziehen. Ne? Ja, ein leichter Bogen, sage ich jetzt mal. Also wenn du mal was hast. Das ist ja sensationell. Sag mal, wenn du mal gerade mir mehrere Muster, ist das alles dasselbe oder sind das verschiedene? Das sind Natursteine quasi für Wohnmobile. Genau, ja, nicht nur für Wohnmobile, aber auch. Und Ja, wie gesagt, weil sie ja so leicht sind, meine ich ja. ja, Und du sparst natürlich sehr viel Raum. Weil wenn das jetzt nochmal 2-3 Zentimeter sind ja eine Welt beim Wohnmobil. ja, auf jeden Fall. Also das ist halt total dünn im Der Vergleich. lässt sich nochmal leichter bewegen. Aber was weil ist denn es so eine das? sandige Struktur hat. Sand. Beton. Ein Rollbeton. Ja. Ein echter Beton. Das ist ein echter Beton, aufgebracht auf einen Filz, dass es quasi als Rolle gerollt werden kann. Das ist vorrangig zu verwenden für Böden. Ist das geil. Das habt ihr noch nicht so lange, oder doch? Das haben wir noch nicht so Das lange. haben wir so bei ewig uns. lange noch nicht. Wir fangen gerade an, in den einzelnen Projekten damit zu experimentieren. War auch so für eins meiner Projekte so ein bisschen eine Findungsidee. Da gibt es verschiedene Hersteller. Die Großen springen da gerade extrem drauf, muss man dazu sagen. Die großen, was heißt die großen Serienhersteller? Lieferanten wie Ja. Ostermann hier, die sich Zulieferer sind für HPL-Stoffe, für Kanten zum Beispiel. Ne? Darf ich das mal sehen mit dem Silber da? Weil das flecht mich brutal. Und Plattengröße, was kriegt man da? Boah, wie groß sind denn die Schichten? 2,50 Meter mal 1,40 Meter und 3,25 Meter mal 1,25 glaube ich. Am Preis, ist das bezahlbar? Oder? Kostet. Also Erstaunlicherweise kostet schon ein bisschen was. Jetzt gerade im Vergleich zu dem normalen HPL, wenn man es selber noch verpressen will. Aber ich sag mal, besser kriegt man es halt nicht rein, weil die Alternative wäre, ein Foto zu machen und sich an die Wand zu machen. Ich überlege Ein Foto ist halt immer nur 2D. Badrenovierungen für die Wände. Wenn du das, wenn du das zuspachteln würdest das aufbringen. Ja. Das ist ja gigantisch. Also das ist ja wirklich. Was ist das da? Ist das so Metallchips oder? Nee, das ist eine verzinkte Oberfläche. Verzinkt. Das ist eine Schiefer mit quasi einem Verzinkungsauftrag. So, ich bin begeistert. Ist selten, dass ich mal so richtig begeistert. Gut, von dir bin ich begeistert. 23 Jahre. Du bist wie alt bist du? 32. 32. Also fast so wie sie, bloß umgedreht. Fast so wie Sie, nur Vertauscht. Ein bisschen älter. 3-2 statt 2-3. Aber das spielt keine Rolle. Hast du Respekt vor jungen Kollegen oder sagst du erstmal, die können ja gar nichts wissen, weil die sind ja noch so jung? Nee, wieso sollen die nichts können? Es ist immer so, dass jeder seine Passion hat. Und auch junge Leute können Erfahrungen mitbringen, die ich selber nicht habe. Also muss man immer schauen, dass die Erfahrungen zueinander passen. Oft ist ja auch Ideenfindung hier ein Thema und so um die Ecke denken und so. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Du kannst das ganz gut, oder? Das heißt, Lösung. Scheint ganz gut zu klappen, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier. Bist du so hart? Nee, überhaupt nicht. Nein, aber ich Also wir haben Spaß dran. Wir haben hier wirklich ein geselliges Buddy-Team. Ne? Also ich sag mal, das ist Arbeiten unter Freunden mittlerweile. Ne? Wir supporten uns auch privat. Achso, es gibt kein Gehalt mehr, oder? Ne, das schon. Man muss ja immer ein bisschen was verteilen auch. Ne? Wenn man gemeinsam was erwirtschaftet, dürfen wir es auch gemeinsam an die Community verteilen. Ne? Aber wir teilen die Erlebnisse, wir machen unsere Touren zusammen, wir gehen nochmal Gelände fahren, wir gehen zusammen Geländewegen einkaufen. Wir haben ihm so seinen ersten Schritt, den ich auch in dem Alter hatte. Ne? Also einfach mal den Spirit übertragen und die ganze Kiste auch ein bisschen leben. Ne? Und insofern ist es, glaube ich, schon, kann ich so sagen, ganz angenehm hier. Ne? Mit dem Hausbeklopften. Beschweren kann ich mich nicht. Ja. So, beschweren kann ich mich nicht. So, schön. Was ist da in der Box drin? In der Box? Ja. Das sind nochmal Kompaktplatten, die benutzen wir öfters für Tischarbeitsflächen, Küchenarbeitsflächen zum Beispiel. Achso, die sind nicht ganz so dick wie zu Hause. Die sind nicht ganz so dick, die sind aber relativ schwer. Also das ist ein Voll-HPL, also es ist komplett durchgängig HPL, dadurch natürlich auch sehr robust und nochmal widerstandsfähiger, als wenn man jetzt eine Pappelplatte mit HPL mit dem dünnen belegt. Bei den Autos, die gewichtstechnisch keine Probleme haben. Da zeigt man gerade mal so ein paar Muster, dass man das mal sieht. Aber es gibt ja auch große Tonnagen, da kommt es auf ein Kilo nicht an, oder? Ja, das ist noch eine ganze Ecke, aber leichter als jetzt ein Kunstgranit. Ne? Also das heißt, es hat fast eine ähnliche Haptik wie Corian, ne? Und lässt sich aber für uns besser verarbeiten, weil es ist auch fräse- und schleifbar. Also auf der CNC wird es später gehen. Und wir haben total spannende Oberflächen, das haben wir jetzt schon mehrfach eingesetzt. Und
das Verhältnis zum Gewicht ist im Vergleich zu einer Massivholzplatte doch ungefähr aus dem gleichen Niveau. Also es ist jetzt nicht schwerer wie eine Eichenplatte, hat aber eine hohe Beständigkeit. Und jetzt gerade in der Kombination kannst du dir vorstellen, wenn man das nimmt und die Schiefer am Bad hat, dann wiederholt man vielleicht auch ein paar Elemente in seinem Wohnraum davon. Wirkt es sehr edel und sehr gut gemacht. Ne? Also wir haben es in einigen Projekten jetzt schon mit am Start und sind auch gerade dabei, es umzusetzen. Also ohne dich jetzt angreifen zu wollen, aber bisher waren deine Projekte durchaus nüchtern. Ich habe das Gefühl, das ändert sich jetzt. Das heißt, wenn jemand gerne ein bisschen mehr Bling-Bling haben möchte, also es muss ja nicht immer weiß sein und so weiter. Also ich muss gucken, dass ich keinen angreife, weil das ist ja eine goldene Regel, dass man die nicht bricht, dass alles schlicht sein soll und keine Ahnung. Aber ich sag mal, es kann ja auch ein bisschen, oder? Also wir sind momentan bei den aktuellen Projekten schon ein bisschen ausgefallener unterwegs und die Kunden haben auch immer ausgefallenere Wünsche. Also die muss man denen jetzt nicht mehr ausreden, dass man sagt, hier, das Auto wird dann unverkäuflich, nee, das ist... Also wichtig ist, dass halt der Nutzungszweck noch voll erfüllt ist. Das ist das, wo wir einfach dahinter stehen, weil wir sagen, wir wollen kein Auto bauen, das dir bei der ersten Kurve auseinanderfällt. Also die technischen Sachen sollten klar sein. Bei den optischen Sachen und wie gestalte ich meinen Innenraum, sind wir mittlerweile dann doch relativ flexibel und haben mittlerweile auch Projekte. Ich sag mal, wenn wir uns hier nächstes Jahr wiedersehen, können wir dir Sachen zeigen, die hat so auch nicht unbedingt jemand anders noch auf dem Markt. Also es geht mir darum, ihr wart bisher immer so ein bisschen technisch immer erste Sahne, muss man sagen. Also wirklich, mein Sohn kriegt ja Schulnoten bis 10 auf dem deutsch-französischen Gymnasium, würde ich sagen, eine glatte 10. Aber so designmäßig wart ihr eher so ein bisschen konservativ, kann man das so sagen? Also es war immer so ein bisschen sehr schlicht, also wie dieser Schrank hier zum Beispiel. Ja? Der funktioniert noch in 10 Jahren, der ist weiß, da könnte auch eine weiße Wand sein und so. Aber da geht ihr jetzt ein bisschen von weg, weil der Kunde, ich sag mal, der hätte es gern, guck mal hier, die Stühle in schwarz, das Polster in blau, das macht man ja schon mal, ja. Also es ist, und das kriegt man jetzt auch im Reisemobil bei euch, oder? Ja, also möglich ist da auf jeden Fall viel. Viele greifen dann doch auf unsere Standardbauweise zurück. Das ist natürlich auch immer eine Geldfrage. Wie viel möchte man dafür ausgeben? Ich meine, dass jetzt so ein Echtsteinfurnier nicht das gleiche kostet wie ein weißer Schrank, das ist ja auch klar. Aber prinzipiell sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Doch, komm, wir zeigen mal dahinter. Hast du deinen Lieblingsbereich? Kannst du auch schneidern eigentlich? Nee, da bin ich ganz schön. Deswegen ist ehrlich. Und dann zeig mal links. Was ist das für ein Material links? Ist das Mikrofaser? Ja, das ist eine Mikrofaser, vom Aufbau her ähnlich wie ein Alcantara, nur halt nicht... Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, nimm die mal runter und wir gehen mal zum Fenster, weil das Licht hier ist so dunkel, die Farben leuchten ja im Licht viel besser. Und Tobi, das sind jetzt Stoffmuster, die wir sehen. Das sind wahrscheinlich für Sitzmöbel? Also wir haben für Sitzmöbel oder auch die standardisierten Sachen, auf die wir alle zurückgreifen, haben wir immer da. Ne? Sonderwünsche gibt es natürlich genauso. Es gibt auch Stoffe, die der Kunde uns mitbringt. In der Regel geht es momentan relativ viel in dem Bereich, weil das so ein bisschen stoffiger ist. Ne? Von den Alcantara-Sachen haben wir am Anfang mehr gemacht, das verschwindet gerade. Ne? Mein Auto ist auch noch so ein grauen Alcantara hier. Ne? Das ist Automotive alles, Qualität? Ja, das ist so ein bisschen Automotive-Qualität mit hohen Umdrehungszahlen. Also das heißt für den Dauereinsatz, auch für eine gewerbliche Nutzung sogar im Bereich zugelassen und dann natürlich auch mit Wasserabperlbeschichtungen und da gibt es natürlich auch einen ganz, ganz hohen Individualisierungsgrad. Aber wie gesagt, wir haben auch Leute, die bringen es mit. Wir haben auch, was wir gar nicht so angesprochen haben, verrückte Ideen, die die Branche nicht annimmt. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade eine Anfrage laufen, da braucht ein Kunde 2 Toiletten im Auto. Na, warum auch immer. Na, also die Hintergründe, die Branche ist aber da so ein bisschen, lehnt's ab. Wir machen es halt. Genauso gab es auch schon Anfragen, ob man Toiletten bauen könnte, die sich nach Mekka ausrichten, na, für ein gewisses Klientel. Also, du musst das Auto drehen. Ja, zum Beispiel. Also das heißt, da ein bisschen auch, sagen wir mal, die Präferenzen oder die Bedürfnisse, die Leute haben, einfach mit reinzunehmen. Ne? Und denen dann vielleicht auch mit ihrem Anliegen oder mit ihren Problemen, das mit dem Anliegen verknüpft ist, ein gutes Gefühl zu geben. Ne? So, und jetzt habt ihr Thema Schlafen beim fertig ausgebauten Reisemobil. Du schläfst gerne? Ich frage mal so. Ja, manchmal wäre es gut, wenn ich noch eine Stunde mehr schlafen würde. Ne? Wer schläft nicht gerne?
So, und das sind jetzt, ich sag mal, das Thema Schlafen ist ja, der Kunde kann natürlich die eigene Matratze mitbringen. Sind die Basismatratzen schon ganz gut von euch? Also das ist jetzt eine ganz normale Basismatratze und eine Idee daran ist, erstmal einen integralen Lattenrost reinzusetzen über dieses 30 mm starke 3D-Mesh. Also Entlüftung ist das Thema. das ist Entlüftung und das erspart tatsächlich in der Konstruktion auch einen ganz gewöhnlichen Lattenrost. Das heißt, wir sind in der Lage, das auf eine normale Platte aufzulegen und haben zu dieser Belüftung durch das 3D-Gewirk hier noch ein Luftmesh, ne? Also so wie es im Bootsbereich, das siehst du hier. Ne? Also das heißt, auch das ist eine Belüftung hier. Ne? Und die zweite Idee ist, wir machen so eine Matratze, auch wenn die 1,40 Meter oder 1,45 Meter ist, wir können das alles individualisieren, machen wir immer mit einer H2 und einer H3-Seite, also das heißt, du bist in der Lage, den Härtegrad in der Matratze zu tauschen. Also du kannst dieses farbige Stück tauschen, genau, drehen. das ist so das, ich sag mal, das Emma-Matratzenprinzip. Ne? Da gab es ja auch zwei Seiten. Also das heißt, wenn das jetzt die Matratze ist, ist das eine H2, das andere H3 mit einem anderen Schaum. Und den kann ich im Matratzenkern tauschen. Das heißt, ich kann auch jetzt so für die Partnermatratze einen weicheren und einen härteren Bereich schaffen. Ne? Barrierefreiheit. Eure Fahrzeuge sind ja relativ barrierefrei, weil wenn ich vielleicht die Stufen aufs Bett muss ich irgendwie packen, aber sie sind eben. Thema Lifte zum Einstieg. Habt ihr die Anfrage schon gehabt? Ja, wir haben ein Fahrzeug auch gerade da baut der Kunde den Lift selber mit einem Maschinenbauer aus seiner Gegend, aber wir bereiten alles drauf vor. Haben da dann auch in der Kabine und außenrum alle Stufenmaße auf 15 mm. Dusche auch? Auch die Dusche, wir können uns das gerne angucken. Das muss ich mir dann wirklich noch schnell öffnen. Also das heißt, wenn einer groß ist, dick ist, egal, ruhig sagen, weil es hilft sowieso nichts. Später muss er es ja bedienen können. Das heißt, ihr könnt auch die Türenbreite, könnt ihr die ändern? Oder ist die Tür fix eingekauft bei euch? Nee, die Tür machen wir selber. Wir können da jede Breite machen. Jede Breite. Also wenn ich sage, ich hätte gern 70 cm, geht. Ist gar kein Problem. Also Standard ist immer so 1,80 auf 62. Das ist die Standardtür, aber auch größere Breiten wären dafür machbar. Was du aber dazu noch hättest, ist das Fahrzeugmodell mit dem Lift sogar. Das haben wir auch komplett. Stimmt, das haben wir komplett. Stopp, wenn wir gerade mal zeigen, was das da war. Einmal nur ganz kurz. Das ist quasi die Kabine, wo es um die Barrierefreiheit ging. Hier haben wir eine ganz flache Duschtasse eingebaut, die eben bewerkstelligt, dass wir hier niemals eine Tritthöhe haben, die größer wie 15 cm ist. Ja. Auch hier das Podest für die Elektrik hat nur 15 cm. Blende doch mal aus, vielleicht auch mal ganz kurz. Also wir sind jetzt hier, haben SolidWorks verlassen, wir sind jetzt im Fusion 3D, was wir oft ganz gerne benutzen, weil wir das schön dem Kunden zuspielen können in Form von einfachen Öffnungslinks. Das heißt, du brauchst keine Software, um das Ganze zu betrachten. Achso, der kann das 3D auch drehen, so wie Du kannst du. auf dem Handy drehen, ne? Ohne dass du jetzt eine Software-Applikation brauchst. Und hier gibt es natürlich ganz coole Möglichkeiten, auch mal nach dem BMI-Index, also nach der Größe, Figuren, die vielleicht sogar auch ein bisschen dem Eigentümer entsprechen, zu kreieren, um zu gucken, Ist das ein bisschen dicker hier? ja, zum Beispiel ein bisschen korpulenter, ein bisschen schlankere, ein bisschen kleinere, größere, um zu gucken, funktioniert denn mit 1,96 Meter und einer Wasserfallhöhe von 1,30 Meter, also mit extrem langen Beinen, überhaupt noch die Toilette, so dass er seine Knie da reinbringt. Das ist ja einer der wesentlichen Punkte. Stell dir vor, der setzt sich dann drauf, muss immer gespreizt oder muss die Schränke aufmachen, um seine Knie da reinzubringen. Auch sowas lässt sich natürlich in dem Baustand durch solche Strukturkörper ganz gut modellieren und da haben wir die ganze Zeit, also die letzten 2 Jahre schon mitgearbeitet. Und das ist vielleicht ganz wichtig, dass das Thema Usability, also diese, wie soll ich das nennen, die Ergonomie des Wohnmobils so wichtig ist, weil ich habe gerade ein leichtes Pfeifen von dem Allrad Iveco. Das nervt. Das Auto ist super, alles toll, aber es ist eine Kleinigkeit, die nervt und die siehst du jeden Tag, wenn du aufstehst vielleicht und die nervt dann. Und das kann man im Vorfeld nicht nur durch die Erfahrung, sondern auch durch wirklich, ach, das wird schon gehen, sondern ihr könnt es hier probieren. Ja, wir können es probieren, ja, und auch solche Sachen, die du jetzt siehst, sind Sachen, die es zu handeln gilt. Hier ist zum Beispiel bei diesem Modell ein Lift-Hub-System zusammen
mit dem Kunden, der einen Maschinenbauer da ins Boot genommen hat, der viele solche Lösungen schon realisiert hat. Und der hat die Daten euch gegeben von dem? Ja gut, wir müssen es abstimmen. Das ist ja auch das Schöne hier, wenn du es mal ein bisschen von vorne drehst. Das heißt, das ist das Hublift-System. Das integriert sich an der Konstruktion des Zwischenrahmens. Ne? Und hier haben wir zum Beispiel einen Baublock noch reingebaut, der vom Fahrzeug kommt, um zu gucken, jetzt in der Konstruktion ist es dann stimmig zueinander. Das ist ein Projekt, was wir gerade bauen. Und die Idee ist an dem Hub-System zum einen die Person, die das benötigt, sowohl einen Zugang in die Kabine zu geben und gleichzeitig aber auch einen Zugang in Er kann es drehen, oder? Genau, der kann die Plattform drehen und einmal kann er eben in den LKW heben, Richtung Beifahrersitz, und zum anderen kannst du die Plattform nehmen, um aufs Fahrzeug zu heben. Genau, wenn du mal gerade so machst, dass ich frontal mal auf die Wand gucke, genau, da sieht man es eigentlich ganz gut. Ja. Und das System kann jetzt auch importiert werden in eure Software. Ja, genau. Also alles, was in einem realen CAD-Programm ist, es gibt dann verschiedene Austauschformate, können wir importieren. Aber jetzt mal ganz Hand aufs Herz. Ihr seid doch nichts anderes eigentlich wie ein professioneller, zum Beispiel Rettungswagenausbauer, wie ein professioneller, Feuerwehr, Polizei. Also ihr seid Aufbauhersteller der übelsten Güte, habe ich das Gefühl, oder? Der besten, so habe ich übel gesagt? Du hast übel gesagt, aber ich würde schon sagen, dass das, was wir machen, alles Hand und Fuß hat. Wir streiten es keinem anderen ab, dass er das auch kann, aber wir leben es halt auch. Schlimm. Bei uns halt immer die Sache, nicht nur, wir bauen es nicht nur und lassen dann die Leute damit vom Hof fahren, sondern wir fahren ja selber mit solchen Fahrzeugen auch regelmäßig und nehmen die Erkenntnisse, die wir da rausziehen, einfach mit in diesen Konstruktionsprozess. Weißt du, das Schlimme ist, dass ich fast jeden Tag eine Mail kriege von Leuten, die mit dem Gutachter vor Gericht sind, also nicht jeden Tag, aber jede Woche mindestens, wo die sehen dann außen ganz gut aus, innen eigentlich auch. Und dann fangen die Probleme an, weil einfach vieles, was man nicht sieht, verdeckt. Also da läuft Wasser rein, da reißen die Schränke ab, die Türen klappern, also das kommt dann erst. Und dann wird natürlich auch sehr gerne schon mal gesagt, naja, es ist ja ein Reisemobil, da kann ja mal was klappern. Klappert bei euch eigentlich? Da ist unser Anspruch einfach ein ganz anderer. Unser Anspruch ist, dass es im Reisebetrieb funktioniert. Ja. Und wenn ein Schrank klappert, heißt es, dass die Tür nicht richtig geschlossen ist oder dass irgendwas lose ist. Wenn das Auto sich aber Offroad bewegen soll, dann darf nichts Loses sein. Und somit wäre das nicht unser Anspruch. Es kann schon mal was klappern. Wir reden hier teilweise über alte LKWs, aber nicht in dem Maße, dass man sagt, das ist irgendwo eine Gefahr für den Betrieb. Ja, aber auch, du hörst das ja, du hast vielleicht mal die Zwischentür offen und dann bewegt sich der ganze Aufbau, es knirscht. Das habe ich alles erlebt. Also du hast knirschende Geräusche, weil die Möbel so dicht an der Kabine sind, dass die bei der Verwindung, also die Kabine verwindet sich schon mal. Also das ist ja, glaube ich, bei euch auch so ein Thema. Die verwindet sich ja so gut wie gar nicht, oder? Also dann ist ja irgendwo was schiefgelaufen, weil die Verwindung vom LKW sollte ja durch den Zwischenrahmen aus der Kabine rausgehalten werden. Somit natürlich ist da minimale Bewegung drin, weil Kräfte kann man nicht komplett negieren. Aber ihr braucht jetzt keinen Teppich, wo ihr die Möbel gegen die Wand schraubt, damit sie nicht quietschen. Nee, warum denn? Wir bauen die Möbel so, dass sie da reinpassen. Und wir bauen sie so, dass wir gewisse Parameter schon haben, wo sowas ausgeglichen werden kann. Aber so bauseits eingepflegt, dass es weder den Nutzen schmälert, noch irgendwo zu Störungen führt. Ja, wichtig ist, die sind ja hochgradig Offroad-fähig, die Möbel. Du hast mir erzählt, so eine Kabine, die ist schon mal umgefallen und die Kunden haben das gezeigt, dann haben die aufgestellt und das Auto konnte mit leichten Blechschäden, also die Tür war, glaube ich, ein bisschen eingebeut, der Spiegel war da, der konnte weiterfahren. Ja, ich glaube, ein Pushlock war noch defekt, aber die Schublade hatte 2, von daher war das auch kein Problem. Also oft ist ja das Problem der Motor, da läuft irgendwas leer, da muss man, glaube ich, einmal... Ja, du stellst den auf, es kann auch sein, dass der Öl nach oben läuft, man sollte immer die Einspritzdüsen rausmachen und den mal durchstatten, damit er keinen Ölschlag kriegt. Ne? Also wenn Öl im Zylinder ist, komprimiert ist und geht kaputt. Und dann gibt es ein krummes Bläuel, wenn du Pech hast. Solche Sachen gibt es dann natürlich zu beachten, aber tatsächlich, es dreht sich auch, unter anderem ist das Auto auch mal umgefallen vor wenigen Wochen. Welches Auto? Dieses das da ist umgefallen.
Ja, leider passiert, shit happens. Im Oman, kleiner Fahrfehler, ist es tatsächlich auch, glaube ich, auf die Beifahrerseite gefallen, ne? Komplett. Auf der Düne oder was? Ne, der ist in die Dünen, kam runtergerutscht und dann in Zeitlupe umgefallen und da war der Spiegel natürlich kaputt, das Fahrerhaus hatte hier leichte Dellen. Und die Kabine ist von außen toi komplett unversehrt geblieben, genauso auch die Rahmenkonstruktion, alles top. Die Sachen, die drin waren auch noch drin? Ja, die waren drin, da gibt es so ein paar nette Bilder, wie die Eigentümerin eigentlich ganz sympathisch lachend in dem auf der Seite liegenden Aufbau sitzt und so den Kühlschrank, der sich aus der Verbindung etwas gelöst hat, wieder in den Ursprung zurückdrückt. Es war also lösbar alles. Es gab dann natürlich ein paar Ausfälle mit und die mussten ein paar Tage schrauben, aber sie sind weitergekommen. Ne? Aber die Kabine war nicht disintegrated. Was du ja oft hast bei Unfällen, sorry, dass ich gerade unterbreche, du kennst ja diese typischen Bilder von der Polizei, Serienwohnmobil, teil- oder voll integriert, kriegt einen Schlag von hinten durch einen LKW und das komplette Wohnmobil ist auf einer Fläche von 500 Quadratmetern verteilt. Ja, also das sind so die üblichen Bilder, die man kennt. Da haben wir einfach für uns auch in der Bauart der Kabinen natürlich beschlossen, was anders zu machen. Viele gehen ja hin und bauen eine Bodenplatte und setzen die Wände stumpf auf. Durch unsere Verkeilung in den Wänden zum Boden haben wir da natürlich auch nochmal eine ganz andere Kraftaufnahme. Tobi sucht schon das Modell. Wie sind die denn mit dem Boden verbunden? Ist da eine Platte drin oder wie habt ihr das gemacht? Der Boden ist quasi das erste Sandwich-Element mit zusätzlich auch Aluminiumstreben, die wärmetechnisch aber entkoppelt sind. Und dann ist es so, dass die Wände schon aufgesetzt werden, aber quasi mit einem Art Nut- und Federsystem, also außenliegend sind die Wände ein Stück länger. Wie gesagt, der Tobi sucht gerade das Modell. Und dadurch haben wir einen ganz anderen Klebeverbund. Jetzt muss ich mal kurz gucken, weil ich habe es zuletzt in der Hand. Ist das hier, ganz kurze Frage, ist das hier der Raum, wo ich wahrscheinlich sein werde, wenn ich Interesse habe am neuen Reisemobil? Das ist einer unserer Ausstellungs- und auch Beratungsräume. Es ist jetzt mal so ein kurzes Schnittbild. Wir haben kein Holz mehr drin. Wir haben hier ein eigen entwickeltes Profil, an dem auch die Kabine verschraubt wird, also ein integraler Rahmen in dem Kabinenboden. Wir haben hier eigene Profile, die eine große Schwimmkante haben. Das ist wichtig, dass sich das Material auf dem Klebeverbund noch bewegen kann, weil zum Beispiel der Aluminium, der Teil dehnt sich etwas schneller aus als das GFK und was der Tristan gerade erklärt hat, ist die Verschachtelung. Das heißt, das ist ineinander verstuft, um die Klebeflächen hochzuhalten. Da läuft ein Teil der Honeycomb-Bodenplatte noch mit in die Konstruktion rein. Honeycomb ist nochmal luftisolierend, das heißt? Genau, Honeycomb ist A, luftisolierend und B ist jetzt hier, ersetzt es die sonst üblich von anderen Herstellern verwendete Holzplatte. Ich kann ja den Grund dafür benennen. Ich hatte selber in meinem Fahrzeug mal eine Wasserleckage. Und die Situation ist auch, wasserfeste Holzplatten, wenn die Feuchtigkeit ziehen, die nicht mehr aus dem Material rauskommt, ne? Weil wir hier ein isoliertes Material... So, die verrotten dann, oder? Die verrotten auch über die Zeit, die werden dann weich. Und das sind alles hier Materialien, die... Heißt, wenn da ein Loch drin ist, ist die eine Wabe beschädigt, das war's? Das war's, ne? Und das erhöht Stabilität, das isoliert nochmal und es gibt natürlich auch eine Möglichkeit, Verbundeinbringungen, Verschraubungen zu setzen. Haben wir komplett ersetzt, ne? Ja, blöde Frage, Fußbodenerwärmung. Hat der Kunde schon mal nachgefragt, dass er sagt, elektrisch Laufleiste, geht das? Ja, also wir sind immer ein bisschen zwiegespalten. Es ist so, dass man den Boden dann nicht mehr schwimmend auf der Heizung direkt verlegen kann. Also man muss immer noch eine Zwischenschicht Kriegt ihr hin, wenn jemand sowas haben will. Ja. Kriegen wir hin. Bitte nochmal das Beispiel nehmen, gerade mal raus, weil ich habe noch eine Frage zu dem Schnittmodell. Ja, genau. Frage ist, braun, grün, blau. Ist das jetzt nur die Optik, weil das gerade Trend ist? Das sind unterschiedliche Schäume. Ne? Also das sind so die preiswerten Schäume, die auch im Wohnmobilbereich verwendet werden. In der Bodengruppe spielt es keine Rolle. Das ist ein Styrol, ein XPS zum Beispiel hier. Ne? Das ist der Schaum hier, der quietscht auch so ein bisschen, wenn man anlangt. An den Ecken, an den konstruktiven Ecken, die stabiler sein, werden sogenannte PET-Hartschäume verwendet. Das ist hier ein PET-Schaum, der sehr, sehr stabil ist. Also den kannst du gar nicht eindrücken so leicht. Nee, den kannst du sogar verschrauben. Also der ist so richtig, das ist fast wie ein künstlicher Holzwerkstoff. Und dann in dem Wandbereich haben wir bisher immer, so kann ich sagen, rein nur PUR-Schäume genommen. Warum? Der grüne Purschaum hier hat eine höhere thermische Stabilität als das XPS. Das ist so der Kühlkofferschaum. Ja?
Oder auch der Schaum, warum die weißen Autos Weißware heißen. Ach so, der wird nicht weich oder so, Der so wird, schnell. Der wird eher weich. Der wird eher weich und ist in der Konstruktion dadurch nicht so stabil jetzt wie der PUR-Schaum. Und beim Expeditionsmobil ist es eigentlich unerlässlich, dass die Wände und Decken Purschäume haben oder sogenannte PET-Schäume. Ne? PET-Schäume sind in erster Linie ein Recyclingprodukt, das ist ganz angenehm. Also der Schaum war früher im ersten Leben eine Plastikflasche und wir verwenden jetzt verstärkt tatsächlich PET und Purschäume. Die Bodengruppe, da spielt es weniger eine Rolle, weil die ist thermisch nicht belastet. Da kann man auch einen XPS-Schaum nehmen, einfach um es kostengut abzubilden. Ne? Also klar, wenn ich jetzt einen ganz massiven Wasserschaden habe, dann können die Möbel beschädigt werden, aber die Kabine geht nicht kaputt. Nee, die Kabine geht nicht kaputt. Es ist auch so, dass die Kabine wirklich die geschlossenporige Schäume in der ersten Linie in der Verwendung hat. Und wir haben auch mal Fälle gehabt, wo sowas passiert. Dann läuft immer ein Zeitraum das Wasser auch wieder nach außen. Ne? Dadurch, dass du so in der Verklebung doch immer irgendwo kapillare Transportwege hast, war bis jetzt unproblematisch. Ne? Wo man ein bisschen aufpassen muss natürlich, wenn jetzt zum Beispiel hinter so einem Profil Wasser steht im Winter, weil Wasser eingedrungen ist, der Schaden, der passieren kann, ist immer ein Frostschaden. Ne? Also die Beschädigung bitte reparieren lassen, wenn da ein Loch drin ist, genau, also machen lassen. Natürlich, wenn ein Loch drin ist, immer machen lassen, weil der Behälter oder die Kabine muss geschlossen sein, damit eben keine Feuchtigkeit eindringen kann. Ihr braucht ja keinen Überrolltest, weil das haben die Kunden schon für euch gemacht. Ja, weil es gibt ja auch so Pflichtüberrolltests, habe ich gesehen, bei Rettungswagen zum Beispiel. Die lassen die von der Kante abfallen und gucken mal, ob er noch heil ist und so. Das habt ihr alles schon probiert, oder? Ihr probiert nicht, unsere Kunden haben es probiert. Ja, du hast es auch schon mal probiert. Aber nicht mit dem LKW. Nee, nicht mit dem LKW, okay. Super, also ich bin begeistert. Ich habe überlegt gerade noch ein paar Fragen. Also wir können 10.000 Fragen, ich komme ja noch mal. So, jetzt du bist ja neu dabei und ich finde das toll, dass du dabei bist, denn 4 Augen sehen mehr wie 2 und ihr seid ja quasi die Instanz, die das ausbaden muss, was Tobi und wie heißt der andere Kollege? Der hier? Nee, der den Vertrieb macht. Rico. Der Rico verzapft. Und, aber es ist ja so, das Ganze geht ja Hand in Hand. Ihr fahrt oft weg, ihr testet die Fahrzeuge selber, ihr prüft, ob das auch alles so ist, wie es ist. Du auch? Ja, also ich war jetzt letztes Jahr auch mit in Tunesien. Bin mit dem Geländewagen mitgefahren, war bis auf die Start- und Endschwierigkeiten ganz gut. Was war schwierig? Ja, auf der Fahrt nach Genua hat uns die Zylinderkopfdichtung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Von einem? Was war das? Discovery 2, also ein Land Rover. Ein Land Rover? Ja. Okay, ich dachte schon so ein... Nee, nicht von unseren LKWs. Von LKW. Und dann habe ich den in Tunesien dann nochmal Richtung Ende aufs Dach gelegt. Und das waren so die Schwierigkeiten, aber die Zeit, die ich mit genießen konnte, war super. Aufs Dach gelegt, wie hast du das gemacht? Ticken zu schnell gewesen, Schlagloch übersehen in einer leichten Kurve und dann... Konntest du weiterfahren? Oder? Wir haben das Auto dann bis Tunis hochgeschleppt. Und dann fährt wieder? Und dann mit der Fähre rüber und dann auf einen ADAC-Transporter nach Hause. Ja, und er fährt wieder? Ja, fahren schon, aber er ist halt etwas zerbeult. Ja, ein paar Dellen. Ne? Also ein paar Dellen. Aber Patina. passiert. So, VW24, also alles Profis, die da sind. Das Ganze in Haßloch am Main. Alle sind von hier, außer du. Woher kommst du? Ich komme hier aus der Nachbar. Du auch? Ort. Ja. Ach so, Also wir wohnen alle im selben Ort. Dann dein Vater ist dein Bruder. Oder? Das war ein Scherz. Nee, das nicht. Also Kreuzwertheim ist ja nicht weit weg. Das ist hier so idyllisch. Es war ein Scherz. Ich nehme es zurück. Also ganz offiziell ist ja so, ich komme ja auch vom Dorf. Also deswegen, das ist hier noch alles sehr ländlich. Wir sind in Bayern, gerade so, glaube ich. Oder ist es so? Und hier, ich sag mal, geht man auch nicht weg, glaube ich, so schnell. Das ist ein Riesenplus, das Tobi erkannt hat, weil die gesagt haben, die hauen mir nicht so schnell ab, die gehen nicht direkt nach Frankfurt oder was sind so automotive Hochburgen? Hier um die Ecke, Frankfurt eigentlich weniger, mehr. Tatsächlich die Wohnmobilautomotiven Hochburgen sind ja hinter Würzburg, Schlüsselfeld zum Beispiel. Ne? Und dann kommt man so langsam Richtung Knaus und den anderen großen Herstellern. Ja, aber die Ecke ist schön. Ne? Wir sagen immer dort wohnen, wo andere Urlaub machen. Ne? Wir haben hier einen Fluss, da können wir ein bisschen Schiff fahren im Sommer. Wir haben Gebirge, wir haben Wälder, ne? Wir können spazieren gehen und haben auch eine angenehme
Infrastruktur an der A3, wir sind ruckzuck mitten in Deutschland, bist du schnell im Süden, schnell im Norden, das ist eigentlich ganz gut. Du bist ja ein Startup, du hast, ich glaube, im Mai angefangen letztes Jahr. So ungefähr, ja, so Mai vor 15 Jahren. Ne? Also das heißt, Also machst du schon sehr lange. Jahre, ja. Okay, das ist vielleicht ganz wichtig, also dass man das sagt. So, Expertise, was hast du nochmal gelernt? Ja, ich komme so ein bisschen aus dem Maschinenbau. Ich habe mal Energie- und Wärmetechnik studiert. Also Als Ingenieur? Als Ingenieur, ja. Meine erste Ausrichtung war so ein bisschen Anlagenbau, Heizungsbau und die Gelände wegen schon so. Früher habe ich extrem viel mit Lego gespielt in meinen Kindheitsbewegungen. Ne? Habe immer die schönsten Raumschiffe gebaut, die dann meine Kumpels immer in die Lego-Kiste haben stürzen lassen. Und ja, dann ging es über den Geländewagen, über Mofa, Moped, Mokik, Schrauberei, immer im Nebenberuf oder im Hobby. Immer Motoren. Immer Motoren, immer Autos und irgendwann waren es halt Unimogs und plötzlich waren es nur noch LKWs. Sehr schön. Da hast du dann zum Beruf gemacht. Ich glaube, ich bin jetzt schon ein bisschen länger dabei, die Formen, ich glaube, das Ziel, als du mich gerufen hast, hast du gesagt, wir werden hier vieles ändern, wir werden viel automatisieren, wir wollen mehr und professionellere Fahrzeuge bauen, noch professioneller, indem ihr eben diese Maße, diese Spaltmaße, diese Genauigkeit auf computergesteuerte Systeme übertragt. Sie nickt gerade. Das ist aber ein Riesenprojekt, was ihr jetzt habt. Das heißt, viele neue Maschinen, viel Geld wird investiert. Dann werden die alle kommen, bis die laufen. Das wird auch nochmal, da verdient ja Tobi mit dir erstmal nicht so viel Geld. Das heißt, er investiert auch viel, oder? Ja, investieren tut er gerade auf jeden Fall viel, aber im Nachgang wird es dann sehr viel Arbeit erleichtern und auch die Zeiten deutlich verkürzen. Ja, die Zeiten verkürzen, das heißt, alles das, was der Mensch nicht machen muss, eine Maschine kann das auch viel günstiger, die kann sogar nachts arbeiten, oder? Das ist der. Ja, so einfach jetzt nicht, also man muss an der CNC schon natürlich auch dabei stehen bleiben, aber die Fehlerquote ist natürlich viel geringer und man muss viel weniger nachdenken vorher, also das Programm leitet es aus und dann läuft es. So, du wirst ja bald entsprechend arbeitslos, weißt du das schon? Ja, ich hoffe nicht. Es gibt neue 3D-Drucker. Macht dir das Angst eigentlich, dass es also Werkstoffe gibt, die demnächst sogar dreidimensional, vierdimensional drucken können mit verschiedenen Härtegraden und alles? Oder ist das noch kein Thema? Ja. Es ist schon krass, was da momentan alles so passiert, aber ich meine, es hat ja alles auch seine Vorteile. Also. Habe ich nicht verstanden. Was meinst du damit? Dann später. Naja, klar, wenn viel gedruckt werden kann, das. Ist so. Also wenn du viel drucken kannst, also du kannst zum Beispiel dann auch irgendwelche ganz leichten Sachen machen, musst sie nicht mehr ausfräsen. Ihr seid ja als Schreiner, dir ist das egal, also wie du jetzt Holz kombinierst. Ob du da jetzt eine Unterkonstruktion aus Metall machst oder aus einem 3D-Konstrukt, aus Glasfaser, das ist dir egal, oder? Ja. Ich baue ja die Möbel drauf. Ja, okay. Super, also ich denke, es wird spannend. Ab wann würdet ihr denn, wenn da jetzt so der große 3D-Drucker kommt, der fertige Bauteile druckt, in perfekter Qualität, ultra leicht, seid ihr da auf der Spur, auf Messen schon mal? Guckst du dir schon mal an, was es so also gibt? Also wir beobachten natürlich, was die ganzen Technologien mitbringen in der ganzen Zeit. Wir gucken auf Messen, wir schauen, dass wir uns über Fachblätter informieren und dann guckt man immer, was kann man für sich verwenden und schaut natürlich auch in andere Branchen. Ich sag mal, wenn man nicht irgendwo ein Auge hat, jetzt gerade Möbelbau, generell Richtung Möbelbau im Haus, beim Fahrzeugbau in Richtung allen Maschinenbauthemen, dann steht man irgendwann da und hat den Sprung verpasst. Ja, viel schlimmer ist ja, ihr baut was ein, was nach 2 Jahren bricht und der Kunde hat nichts als Ärger. Da hätte man wahrscheinlich besser was war es, Buche? Nee, Name nochmal von dem wunderbaren Zeug, was nichts wiegt. Greenply Multiplex Weiß, sensationell. Ja, wenn ich Interesse habe jetzt so richtig Feuer gezogen bei den 40 Mitarbeitern, fast 40 Mitarbeitern hier bei VW24. Was muss ich denn tun? Jetzt haben wir hier den 9. Mai 2023. Kann ich hier einfach mal vorbeikommen? Sollte ich vorher anrufen? Also vorbeikommen, ruhig. Anrufen ist natürlich immer besser. Dann können wir uns ein bisschen Zeit nehmen fürs Gespräch. Wir sind ja immer relativ busy. Aber wir haben für alle, die Bock drauf haben, also wir gucken auch nicht so genau drauf, was jemand mal studiert, gelernt oder vorher gemacht hat. Wir haben so viele gute Leute, die einfach aus dem Hobby heraus und aus der Passion heraus ihre Interessen und ihre Qualifikationen entwickelt haben und das ist uns genauso recht. Also wenn ein Selbstausbauer... Es gibt noch Platz. Und Selbstausbauer, herzlich willkommen. Das finde ich das Geile bei dir. Also vom einfach nur Fahrgestell bis zur Solo-Kabine, bis zu einem Möbelkit hast du jetzt entwickelt. Wenn einer sagt, okay, ich habe die Kabine schon, ich brauche tolle Möbel. Also ihr sagt nicht, ey, entweder alles oder gar nichts, ansonsten kannst du woanders hingehen, sondern ihr hört euch das an und Leute können auch teilnehmen
Teile kaufen. Vielleicht ist der nächste LKW ja dann ein Komplett-LKW. Das kann sein, da sind wir am Arbeiten. Also da entwickeln sich gerade so Sachen, die sind für das nächste Jahr spruchreif. Das war auch standardisiert. Ein paar Möglichkeiten geben, also das heißt eine fertige Kabine mit der Variante, diese Kabine auf 3, 4 unterschiedliche Fahrgestelle zu setzen. Das heißt, der Kunde kann auswählen 2, 3 Kabinenschnitte und ein älteres, ein neueres Fahrzeug. Also alles so ein bisschen Plug and Play und sich damit auch seine eigene Individualisierung bauen, was ein gesamtes Konzept angeht. Bisschen mehr Standardisierung. Also das ist so, okay, verstehe. Praktisch wie Schuhe, die ich kaufe. In 42,5 in der Farbe und so weiter. Vielen Dank fürs Einschalten. 4Wheel24. Ich filme mal gerade ein Logo ab. Das links soll eine 4 sein übrigens. Ja. Also 4wheel24.de. So, tschüss. Danke. Ciao.